In den letzten Jahren gab es vermehrt extreme Wetterereignisse. Habt ihr euch schon mal überlegt, welche Auswirkungen lang anhaltende Trockenzeiten oder Starkregen auf unsere Trinkwasserversorgung haben? Für solche Extremwettersituationen neue innovative Konzepte zu entwickeln und diese dann direkt in Wasserwerken zu testen. Darum geht es im Forschungsprojekt Trinkextrem. Trinkwasser wird aus verschiedenen Ressourcen wie Grundwasser, Oberflächenwasser oder auch Uferfiltrat gewonnen. In den Wasserwerken wird das Wasser aufbereitet und anschließend durch die Verteilnetze bis zu den Wasserhähnen geleitet. Aber wie können die Ressourcen so gemanagt werden, dass auch bei langer Trockenheit oder Starkregen jederzeit genügend sauberes Trinkwasser zur Verfügung steht? Und welche digitalen Werkzeuge werden von den Trinkextrem-Fachleuten dafür entwickelt? Die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz ist einer der Best-Practice-Standorte im Projekt. Hier werden die neuen Konzepte auf ihre Praxistauglichkeit getestet. Im Wasserwerk Guntersblum arbeitet die Umweltingenieurin Nathalie Wick an konkreten Anpassungsstrategien, mit denen sich Wasserversorger noch besser auf die Klimaveränderungen vorbereiten können. Wir gewinnen unser Trinkwasser zu 90% aus Uferfiltrat des Rheins. Das Uferfiltrat fließt durch 60 Meter tiefe Kies- und Sandschichten den Brunnen zu und wird so bereits auf natürliche Weise vorfiltriert. Landseitig kommen dann nochmals 10% Grundwasser hinzu und das gesamte Rohwasser fließt dann zu den Wasserwerken, wird dort zu Trinkwasser aufbereitet und im Anschluss an die Verbraucher verteilt. Die Wassermenge, die für die Trinkwassergewinnung zur Verfügung steht, hängt stark von den vorherrschenden Wetter- und Bodenbedingungen ab. Mit dem IWW Zentrum Wasser erarbeiten wir daher ein konzeptionelles hydraulisches Modell, das die Wechselwirkungen von Flusswasserstand und Grundwasserstand aufzeigt. Das Ziel ist es, ein Konzept für die Bewirtschaftung der Ressource Uferfiltrat zu entwickeln, um auch bei Extremsituationen diese Ressource effizient nutzen zu können, sowie in Normalsituationen nachhaltig zu bewirtschaften. Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen erarbeiten wir außerdem ein Optimierungsmodell. Dieses Modell bildet das Versorgungsgebiet inklusive der Gewinnungs- und Förderanlagen ab und zeigt Vulnerabilitäten im Netz auf. Im Anschluss haben wir durch das Modell Möglichkeiten zur Optimierung. Ein weiterer Best-Practice-Standort im Projekt ist die Landeswasserversorgung. Sie gewinnt das Trinkwasser zu 60% aus Grund- und Quellwasser und zu 40% aus Wasser der Donau. Um die Auswirkungen auf die Ressource Grundwasser nach dem Auftreten von 3 extremen Trockenjahren in Folge zu analysieren, wird ein Modell erstellt. Dabei werden historische Daten zur Grundwasserneubildung um eine Prognose zur zukünftigen Entwicklung erweitert. Dieses Modell bildet eine wesentliche Grundlage für ein neuartiges Management-Tool, das Wasserversorger bei Entscheidungen unterstützen soll. Entwickelt wird es von einem Team um Ingenieur Ulrich Lang von Kobus und Partner. Viele der Wasserversorger haben verschiedene Standbeine, aus denen sie das Trinkwasser gewinnen. Und das ist natürlich die Chance, vor allen Dingen dann, wenn wir extreme Situationen haben, die optimal zu bewirtschaften. Und dass wir in Zukunft noch mehr extreme Situationen bekommen, sehen wir ja aufgrund der Klimaänderung. Insbesondere Trockenzeiten werden sich voraussichtlich häufen in der Zukunft. Vor allen Dingen auch trockene Jahre werden häufiger hintereinander kommen. Und wenn der Wasserversorger dann verschiedene Ressourcen zur Verfügung stehen hat, dann kann er das natürlich optimal nutzen, dieses Wasser aus den verschiedenen Ressourcen. Und dafür entwickeln wir ein Tool, damit der Wasserversorger sehr objektiv entscheiden kann, wann kann ich aus welcher Ressource Wasser entnehmen. Aber im Endeffekt ist es eigentlich nichts anderes, dass aus der Vergangenheit gelernt wird und dadurch dann entsprechende Kombinationen zusammengefasst werden, sodass es auch in die Zukunft blicken kann. Das ermöglicht dann nachher dem Wasserversorger relativ schnell Informationen zu bekommen, wie es in der Zukunft aussehen könnte unter diesen oder jenen Rahmenbedingungen. Und wir setzen das dann ein in unserem Management-Tool durch Optimierung, durch Durchlaufen verschiedener Entnahmevarianten, die bestmögliche Entnahmevariante dann nachher auch zu finden, damit eben es nicht zu Engpässen bei der Trinkwassergewinnung letztendlich kommen kann.
Bei der Entwicklung des Tools achten wir schon darauf, dass es allgemein einsetzbar ist, also nicht nur für einen speziellen Fall, wie zum Beispiel die Landeswasserversorgung, sondern dass das für jeden Wasserversorger dann nachher auch letztendlich zur Verfügung steht, der unterschiedliche Ressourcen hat, die er gerne in seiner Entnahmepraxis dann nachher auch entsprechend optimieren möchte. Und das ist ganz wichtig, denke ich, dass es ein praktisches Tool ist, dass es von jedem auch dann nachher letztendlich anwendbar ist und damit auch ein Benefit für jedes Unternehmen dann letztendlich liefern werden kann. Es ist also entscheidend, die verschiedenen Wasserressourcen so zu steuern, dass sie effizient und schonend genutzt werden. Super, dass die Wasserwerke so vorausschauend fit gemacht werden. Die neuen technischen Lösungen haben mich wirklich begeistert. Damit steht Trinkwasser auch unter extremen Bedingungen zur Verfügung. Übrigens, aus dem Projekt Trinkextrem stellen wir noch mehr innovative Lösungen in weiteren Videos vor. Wir sehen uns!